Servus Leute, heute geht es um ein sehr interessantes und im wahrsten Sinne des Wortes auch abgespacedes Thema. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass 99,9% von euch das Material noch nicht kennen. Ich werde mal versuchen, Weltraumbeton, auch genannt Star- oder Space Concrete, herzustellen. Und nein, das ist kein Witz. Das Thema hat sogar einen realen Hintergrund. Da forschen nämlich unter anderem die NASA, also die amerikanische Weltraumbehörde, und diverse Universitäten dran. Der Hintergrund ist, dass die Menschheit irgendwann in ferner Zukunft vielleicht mal irgendwelche fremden Planeten besiedeln will, wie zum Beispiel Mond oder Mars. Und da braucht man natürlich dann eine passende Infrastruktur, also Gebäude, Straßen, dass die Siedler da dann auch leben können. Wenn man sich die Planeten jetzt mal anschaut, dann muss man sich da natürlich was einfallen lassen, weil da gibt es ja nichts außer Sand und Staub, der noch dazu ganz anders beschaffen ist als die Erde bei uns. Man kann natürlich auch nicht irgendwelche Baustoffe ins Weltall transportieren, weil der Transport von einem Sack Zement zu aktuellen Preisen mehrere Millionen Dollar kosten wird. Und Steine natürlich schon gleich gar nicht. Und deswegen muss man sich seine Baustoffe im besten Fall selber herstellen, mit Material, was man dort zur Verfügung hat oder das man dort produzieren kann. Als Alternative zum Zement hat die Wissenschaft dann mit Bindemitteln experimentiert, die man aus Pflanzen herstellen kann. Und da hat sich ganz normale Kartoffelstärke als ziemlich effektiv erwiesen. Und man hat auch getestet, ob man in der Marserde Pflanzen anpflanzen kann. Das hat funktioniert und damit kann man dann die Kartoffeln vor Ort im Weltraum anbauen. Von der Kartoffelstärke braucht man auch nicht viel. Da kann man theoretisch mit einem Sack Kartoffeln rund eine halbe Tonne von einem Spacecrete herstellen. Also ihr seht schon, das ist kein Beton im klassischen Sinne, aber den Namen Spacecrete habe ich mir auch nicht ausgedacht. Jetzt schauen wir mal, ob wir sowas überhaupt herstellen können. Ja, was braucht man jetzt zur Herstellung überhaupt? Zum einen mal, wie schon gesagt, Kartoffelstärke. Auch als Kartoffelmehl bekannt, das kriegt man überall her, gibt es in jedem Supermarkt. Und dann braucht man natürlich auch noch Mars- oder Monderde. Da kommt man schon nicht mehr so einfach ran, es war gar nicht so einfach. Ich habe da im Internet eine Firma aus der USA gefunden, die sowas herstellt und verkauft. Die habe ich angeschrieben, habe gefragt, ob sie mir für mein Experiment ein bisschen Material zur Verfügung stellen können. Und das habe ich jetzt hier. Das ist die Firma Exolite Lab und da habe ich mir mal simulierte Monderde, also Mondgestein und Marsgestein bestellt. Das ist übrigens das Material, mit dem die NASA auch arbeitet, und wenn ihr selbst oder mit euren Kindern vielleicht das auch mal experimentieren wollt und zum Beispiel irgendwelche Pflanztests machen wollt, könnt ihr es ja auch mal ausprobieren. Ich habe euch hier einen Produktlink. Noch eine ganz kurze Geschichte zu der Warnsendung hier. Die kam ja aus der USA, muss daher auch durch den deutschen Zoll. Und da habe ich einen Anruf von einem Mitarbeiter bekommen. Die haben das Paket dann geöffnet und haben sich erkundigt, was da drin ist, weil sie damit nichts anfangen konnten. Ich habe es dann kurz erklärt. Der Mitarbeiter hat sich die Geschichte angehört und hat dann gemeint, ja, er arbeitet jetzt auch schon ein paar Jahre in dem Beruf, aber so eine Sendung hat er bisher auch noch nicht gehabt. Das fand ich in der Situation ganz witzig. Aber jetzt redet man nicht mehr lange rum und mischen uns das Material mal an. Im Internet findet man zu dem Thema leider extrem wenig, insbesondere wenn es da um Mischungsverhältnisse geht. Da habe ich nur ein Video gefunden und da werden wir jetzt mal danach vorgehen. Jetzt schauen wir uns erstmal das Material an, wie das überhaupt ausschaut. Das ist jetzt hier das Mars-Erdengestein und das ist von der Farbe her ziemlich rot, ja, weil viel Eisenoxid drin ist. Deswegen nennt man Mars ja auch den roten Planeten. Und der Mondstaub ist dagegen eher hellgrau bis weiß. Das kennt man ja auch. Für den Test braucht man da jetzt ja nicht wirklich viel, deswegen habe ich mir jetzt von beiden Materialien mal jeweils 200 Gramm abgewogen. Und von der Kartoffelstärke, da braucht man deutlich weniger, da sind es nämlich nur 12 Gramm. Den Marssand und die Kartoffelstärke habe ich dann mal gut durchgemischt, sodass sich eine homogene Mischung ergibt. Und dann kommt noch eine Zutat mit rein, mit der man wahrscheinlich auch nicht gerechnet hätte. In den meisten Artikeln ist vermerkt, dass noch eine kleine Prise Salz mit rein muss. Nicht bei allen, aber ja, ich werde es einfach mal mit reingeben. Das soll anscheinend die Festigkeit beeinflussen, aber für was es genau ist, keine Ahnung. Das ist ja fast schon wie beim Kochen. Wenn jemand von euch weiß, was das Salz in der Mischung bewirkt, kann er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich echt interessieren. Und so sehen die fertigen Mischungen jetzt aus. Da muss jetzt dann auch noch Wasser rein, und zwar 47 Milliliter. Dann wird alles wieder gut durchgemischt. Das gleiche habe ich dann auch mit dem Mondsand gemacht und da hat man schon gemerkt, dass das Material etwas mehr Wasser gezogen hat. Und jetzt gibt man das Ganze mal in so Silikonformen, die ich hier vorbereitet habe.
Von der Konsistenz her ist das Material gleich wie normaler Beton auch und lässt sich auch gleich verarbeiten. Also da merkt man jetzt keine großen Unterschiede. Und optisch schaut es jetzt auch ziemlich ähnlich aus, bis jetzt halt auf die braunrötliche Farbe von dem Maßgestein. Aber der Mondstaub, ja, der sieht fast ähnlich aus wie normaler Beton. Das Ganze habe ich dann noch ein bisschen verdichtet, dass wir später keine Lufteinschlüsse haben und dann sind wir auch schon fertig. So, jetzt müssen wir das Material natürlich auch noch irgendwie aushärten. Das funktioniert nicht wie bei normalem Zement durch Abbinden, sondern in dem Fall mit Hitze. Und dazu können wir entweder einen Ofen oder die Mikrowelle verwenden. Dazu gehen wir jetzt mal hoch in unsere Küche. Zum Glück ist meine Frau heute nicht da, weil sonst gäbe es wieder Diskussionen, wenn ich solche Sachen oben in ihrer Küche mache. So, da bin ich jetzt echt schon mal gespannt. Im Video war es dann so, dass noch ein Glas Wasser mit reingestellt wurde, dass die Oberfläche nicht austrocknet. Und dann 30% Power bei 3 Minuten und 30 Sekunden. Und so sieht das Ergebnis dann aus. Also das Material ist ja schon deutlich härter, ist aber noch leicht gummiförmig und heiß auch noch. Es muss erst noch aushärten. Und vor allem muss das Wasser noch raus, denke ich mal. So, dann schauen wir uns das Material mal an. In dem Material ist noch ein Haufen Feuchtigkeit drin. Das merkt man richtig, wenn man mit dem Finger drauf langt. Das muss noch komplett austrocknen. Und dazu geht man es jetzt mal noch 1,5 bis 2 Stunden bei 120 Grad in den Ofen. So Leute, da bin ich schon wieder. Das mit dem Trocknen ging jetzt deutlich schneller als gedacht. Das war schon nach einer Stunde trocken. Das sieht man ganz gut an der Farbveränderung. Also die Oberfläche, die ist deutlich heller geworden. Wenn man sich das Material jetzt mal anschaut, das ist richtig hart geworden. Fast schon spröde. Habe ich so nicht erwartet, nachdem ich es aus der Mikrowelle geholt habe. Zur Belastbarkeit von dem Starcrete kann ich natürlich jetzt nicht besonders viel sagen, aber ist ja nicht notwendig, weil da gibt es ja schon wissenschaftliche Tests und die haben ergeben, dass das Starcrete, was mit diesem Maßsand hergestellt wurde, eine doppelt so hohe Druckbelastung aushält wie normaler Beton und beim Starcrete mit dem Mondstaub ist es nochmal deutlich härter. Das hält nämlich 3-mal so viel aus wie Normalbeton und das finde ich persönlich schon hochinteressant. Weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich will jetzt aber hier doch nochmal 2 Tests machen. Und zwar will ich sehen, wie das Material innen aussieht und vor allem, wie es sich bei Feuchtigkeit dann auch verhält. So, gucken wir mal. Ja, Sack du. Ha. Ja. So sieht das Material jetzt von innen aus. Wie ihr sehen könnt, war es doch noch nicht ganz durchgetrocknet. Ist innen noch leicht feucht. Und ja, von der Belastbarkeit war es jetzt doch echt ein bisschen höher als gedacht. Und dann schauen wir jetzt auch mal noch, ob es wasserfest ist oder ob es sich auflöst. Das zieht auf jeden Fall schon mal viel Wasser, weil das sieht man nämlich an den Blasen, die aufsteigen. So, 5 Minuten sind vorbei, dann schauen wir uns das Material mal an. Ja, also das ist richtig feucht, es hat schon viel Wasser gezogen und es löst sich auch. Ja, da wo es durchgeweicht ist, löst sich's. Ja, hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber trotzdem interessanter Test. Ja, als Baustoff hier auf der Erde wäre es nicht ganz optimal, aber ich denke im Weltraum, also auf dem Mars und auf dem Mond, da regnet es ja nicht. Also da soll das mit der Feuchtigkeit kein Problem sein. Ich denke, das Problem wird sich auch im Griff bekommen lassen durch irgendwelche Hydrophobierungen oder zum Beispiel Behandlung mit Kali-Wasserglas. Da müsste ich vielleicht mal ein paar Tests noch machen. Ja, andere Tests fallen mir dazu jetzt auch nicht mehr ein. Auf jeden Fall finde ich es nach wie vor ein hochinteressantes Thema und da werde ich auf jeden Fall dranbleiben, weil die Wissenschaftler haben nämlich angekündigt, dass sie da auch Verwendungen hier auf der Erde prüfen, weil es einfach ein Material ist, was man sehr kosteneffizient herstellen kann und vor allem kann man es auch wieder ganz einfach recyceln. Wird man abwarten müssen, was die Zeit ergibt und ich hoffe, für euch war es auch ein bisschen interessant. Wir sehen uns demnächst wieder zu neuen Videos. Danke fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns demnächst wieder zu neuen Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.